Okay. Guten Abend, everybody. Hello. Let's see. So, the last checking and we're starting. Letzte Überprüfung und dann starten wir. Yeah. Please find the chart. It's Bitte findet den Chat. yeah. If it's on the bottom panel, you click on the chat. Das ist auf dem unteren Panel, da klickt man auf den Chat. Yeah, and just write something that you can see us, you can hear us. Und teilt einfach, ob du alles sehen und hören kannst. Yeah, alles is good. Okay, perfect. So I'm very happy to greet you all at our online webinar, live stream webinar. Ich freue mich sehr, euch alle hier zu begrüßen in unserem Online-Seminar. And on the topic Psychosomatics of Eye Problems. Zum Thema Psychosomatik des Augenproblems. Yeah. During the webinar, please use the chart. Während des Webinars bitte benutze den Chat. To ask your questions. Für die Fragen. And give the feedback. Und für die Rückmeldung. You are very welcome to make some notes. Du kannst gerne die Notizen machen. Yeah, and if you still have questions after we finish, and if I don't have time to answer all your questions, you are very welcome to join our WhatsApp chat. Und wenn du immer noch Fragen hast am Ende und es wird das zeitlich nicht hinkriegen, dann schreib mir einfach über WhatsApp die Frage. Yeah, I left the message. That was the first message in the chat. If you scroll it up, you will see it. Die erste Nachricht von mir in diesem Chat war der Link. In this chat, you can leave your audio message or text message, or you can write an email if you like, of course. Du kannst eine E-Mail schreiben, natürlich mit der Frage, oder in diesem Chat deine Frage via eine Aufzeichnung deiner Stimme oder einfach als Text hinterlegen. Okay, so when we finish, we will have some time for your questions, but first we will have a plan. Wenn wir beendet haben, haben wir noch Zeit für die Fragen, aber zunächst machen wir die Hauptsache. So today we're going to discuss the following the following things: the influence of psychological background on the psychology. So how psychic influences on our body. Heute besprechen wir folgende Punkte: Einfluss der psychologischen Hintergrunds auf die Physiologie, also wie die Psychologie auf unser Körper wirkt. Why is visual system most vulnerable to this effect, to the psychosomatics? Warum ist das Sehsystem am anfälligsten ist auf diesen Effekt und sich zuerst auch verschlechtert? And we'll discuss some special features of people with different eye problems. Und wir besprechen auch spezifische Merkmale der Leute mit verschiedenen Augenproblemen. Psychological features. Psychologische Merkmale. And of course, before we start, I would like to note that some of these features cannot necessarily be related to you. Okay? Bevor wir starten, also muss man auch sagen, manche dieser Merkmale werden nicht auf dich, genau auf dich beziehen. But some of them will definitely be, will have something with you for sure. Aber manche von denen haben natürlich was zu tun mit deinen Problemen. This knowledge that I'm going to share
is based on my own experience, not on the experience of some other speakers who are working in this direction. Dieses Wissen basiert auf meiner eigenen Erfahrung, nicht nur auf der Erfahrung von anderen Lehrern. Yeah, my experience is more than 10 years of working with people internationally. Meine Erfahrung beinhaltet 10 Jahre der Arbeit mit verschiedenen Studenten, verschiedenen Leuten weltweit. So I'm going to share what I think about the psychological features of different people with different eye problems. Und ich möchte heute euch erzählen und das Wissen teilen, wie diese zum Thema psychologische Merkmale der Leute. Yeah, and the last thing we're going to discuss is the methods of treating psychosomatics eye problems. Und der letzte Punkt ist dann, wie wir genau die psychosomatischen Probleme behandeln können. So let's consider the physical mechanism of the influence of our psychic on our body. Lasst uns mal den Mechanismus verstehen, wie das Ganze psychologisch auf unser Körper auswirkt. Just think about how people look like when they feel something or when they think something. Denke einfach daran, wie der Mensch aussieht, wenn er an irgendwas denkt oder irgendwas tut, For example, wenn er irgendwas fühlt. when we are shy, we could have a blush on the face. Our race could be red. Wenn wir uns schämen, haben wir zum Beispiel ein rotes Gesicht. Some people could have a headache as a reaction. Manche haben als Reaktion den Kopfschmerzen. To stress or to some psychological tension. So eine Reaktion wie psychologische Spannung oder Kopfschmerzen. We have different face expression, for example, where we could be very tensed and our face will show it. Wir haben verschiedene Gesichtsausdrücke auch, je nachdem, was wir fühlen. Our muscles can be tensed, for example, chewing muscles. Unsere Muskeln können auch angespannt sein, wie zum Beispiel Kaumuskeln. Our heart can beat very quickly when we are very anxious. Wenn wir aufgeregt sind, kann unser Herz auch zu schnell schlagen. Mm-hmm. And there is some things on your skin when you are stressed. For example, urticaria, or some skin problems. You can say like this. Auch aufgrund der Spannung bekommt man auch irgendwelche Hautprobleme wie Urtikaria zum Beispiel. Yeah. What is the mechanism of stress? Was ist der Mechanismus des Stresses? First of all, what is the connection between stress and the body? Zunächst, was ist die Verbindung zwischen Stress und Körper? Everybody knows that we all have eye problems and different health problems because of the nerves, because we're getting very nervous. But what is the actual mechanism of stress? How does it influence on the body? Alle wissen, dass wir halt Probleme bekommen, wenn wir aufgrund unserer Nerven, unserer Spannungen, aber wie ist der Mechanismus überhaupt? The first thing is the secretion of hormones. So all our mechanisms in our body can be controlled by two systems: the nerve system or
hormone system. Das Ganze in unserem Körper kann durch zwei Dinge kontrolliert werden: Hormonsystem und Nervensystem. So we are going to talk about the hormones. Wir werden über die Hormone sprechen. What are the hormones? Was sind die Hormone? Imagine that you are cooking some food Stell dir vor, du kochst irgendwas and you add some spices. und du gibst auch Gewürze dazu. Yeah, and these spices can change everything, all the features of your food. Diese Gewürze kann auch das ganze Essen komplett verändern. So there is the same mechanism of hormones. When you are anxious or when you're depressed, there are different hormones and they change the quality of your blood. Die Hormone sind solche Gewürze für unseren Körper. Wenn du gestresst bist oder wenn du aufgeregt bist, die Hormone ändern unser Blut. We're getting muscle spasm, Wir bekommen auch Muskelkrampf, including eye muscles actually, inklusive auch die Augenmuskeln and psoas muscle, und Ziliarmuskel, responsible for ability to see at any distance. der dafür verantwortlich ist, dass du auch auf allen beliebigen Abständen sehen kannst. Our vessels are getting constricted. Unsere Gefäße werden verengt. Yeah, and there is even the violation of tissue nutrition. The nutrition of ourselves is getting worse. Und es werden auch es wird auch die Gewebenahrung verletzt. If the stress is quick, it's normal. Wenn der Stress ganz kurz ist, das ist normal. Because it could be a reaction to something new. Das kann auch eine Reaktion auf was Neues sein. But if it's getting chronic, Aber wenn das chronisch wird, then it's getting a real problem. dann gibt es ein Problem damit. I will give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. Yesterday, I have a private session with the lady who told me that she can drive without glasses. She had -3. Gestern hatte ich eine Privatstunde mit einer Frau, die sagte, ich möchte auch Auto fahren bei -3. Yeah, and using the exercises, she's very confident. She can see without glasses. She can drive. She's very excited. Und durch meine Übungen sie ist sicher und sie freut sich und kann Auto fahren und alles ist gut. Yeah, but the thing is that when it can only happen in her own town. She lives in Belgium. Aber das passiert nur in ihrer eigenen Heimatstadt. So she can drive only without glasses in her own town. Sie kann fahren mit dem Auto ohne Brille nur in eigener Stadt. But once she is traveling to Brussels, then she is getting very scared. Aber sobald sie auch außerhalb fährt, sie hat dann eine große Angst. And she starts thinking that she cannot see anything. Und sie fängt an zu denken einfach, dass sie nichts sehen kann. And she badly needs glasses, at least -1, just to protect her. Und dann sie denkt, sie braucht unbedingt Brille, einfach sich zu schützen. So glasses for her, in this case, is just the way how she protects herself. It's not a real tool to help her to see better. Die Brille sind in diesem Fall einfach nur der Schutz für sie. That's how it works. So funktioniert das. There is a question for you. Do you think that wearing glasses for you is giving you
a feeling and sensation that you feel safer. Eine Frage für dich, ob Yes du or no? dich mit den Brillen, ob die Brille dir ein Gefühl geben, dass du besser geschützt bist? Please share your opinion Bitte teile deine Meinung in the chart. im Chat. Or contact lenses, of course. Brille oder Kontaktlinsen natürlich. So when it's getting the way how you protect yourself psychologically, this tool is getting your psychosomatic reason of your eye problem as well. If your answer is yes, then it's one of your psychosomatic reasons of your eye problems as well at the moment. Also wenn du auf die Frage ja antwortest, dann hast du eigentlich eine psychosomatische Ursache für deine Augenprobleme. So how can we deal with the stress? Wie können wir eigentlich mit dem Stress umgehen? There are actually two ways. Es gibt einfach nur zwei Wege. You portion the stress and you survive, or the stress pushes on you and you are getting ruined. Entweder du drückst den Stress an und überlebst, oder der Stress verdrückt dich und dann wird es schlechter für dich. So there is such skill that you can train, which is called stress tolerance. Das ist eine Fähigkeit, die du lernen kannst, und die nennt sich Stresstoleranz. Actually, stress tolerance is your ability to go to the normal state after you become very emotional. Stresstoleranz ist eigentlich die Fähigkeit, sich wieder in die ursprungsnormale Position zu kehren, nachdem du sehr aufgeregt, sehr emotional warst. So, for example, if you got very upset, how much time do you need to become normal? 1 hour, 2 hours, 3 days, a month? Zum Beispiel, wenn du stark verärgert bist, wie lange brauchst du, sich wieder einzustellen? Einen Monat, einen Tag? And let's just ask ourselves, if the rate from 0 to 10, we are going to estimate ourselves. Wir werden es einfach jetzt bewerten von 0 bis 10. 10 is the best stress tolerance and 0 very low stress tolerance. Please evaluate yourself, estimate yourself. Bitte lasst uns einfach bewerten. Bewerte dich selber von 0 bis 10. Also 0 ist die niedrigste Stresstoleranz und 10 ist die beste Stresstoleranz. Try to be very honest with yourself. Natürlich versuche das alles ehrlich zu bewerten. Ehrlich für dich selber. Alles gut. Okay. Okay. So there is very important to note that you can be very sure that you're very stress tolerant. But high stress tolerance means that when you're stressed, it doesn't have any impact on your health, on your physical health. That's also very important. Es ist auch sehr wichtig, dass du, wenn du eine hohe oder höhere Stresstoleranz hast, das bedeutet, dass wenn Stress kommt,
dies hat dann keine starke Auswirkung oder keine Auswirkung auf deine Gesundheit. Yeah. And actually, if you have eye problems, it's an indicator for 100% that you are not perfect with stress tolerance. Wenn du schon Augenprobleme hast, dann ist es schon ein Zeichen, dass du nicht 100% stresstolerant bist. Yeah, and you need something to train your stress tolerance for sure. Und du brauchst definitiv irgendwelche Übungen, um deine Stresstoleranz zu verbessern. So the next point is why vision is most vulnerable. Der nächste Punkt ist, warum das Sehvermögen am anfälligsten ist. The answer is very simple because our eyes is the part of our brain. Antwort ist sehr einfach. Unsere Augen ist ein Teil unseres Gehirns. So if you feel some tension in your mind, wenn du irgendeine Anspannung in deinem Kopf, in deinem Verstand hast, you simply broadcast this tension through your eye muscles, and that's it. Es gibt dann eine Übertragung dieser Anspannung in deine Augenmuskeln. That's why there are so many people with eye problems, and most of the causes of these problems are psychosomatic ones. Also das ist sehr einfach und deswegen haben die meisten Probleme mit Augen, mit Sehvermögen und das ist alles psychosomatische Ursachen. Yeah, because our brain controls all our eye muscles, everything what is going on in the eyes. Denn unser Gehirn kontrolliert alles, was in unseren Augen passiert, alle unsere Muskeln. So now we are going to discuss different features of some people with different eye problems. Jetzt werden wir einfach die Merkmale von unterschiedlichen Leuten eingehen. And everything that I'm going to tell you is my personal experience of communicating with the people with these eye problems. Und alles, was ich euch erzähle, ist meine eigene Erfahrung durch die aus der Kommunikation mit diesen Leuten mit Augenproblemen My hervorgeht. goal here is not to hurt you. Mein Ziel ist nicht, euch schlecht zu machen. My goal is to help you to think about it and to understand, do you have something similar or not? Ich möchte euch nicht hier mit diesem Wissen verletzen. Ich möchte euch helfen und einfach nachdenken lassen, ob das jetzt was mit mir zu tun hat oder nicht. If you don't have these features, it's very good. You will be protected for the future, and your kids will be protected, and the people who are around you will be protected because you know. Wenn du diese Merkmale nicht hast, dann ist es gut und nutze das einfach als Schutz, dann weißt du Bescheid und du bist geschützt, deine Verwandten sind geschützt, deine Kinder sind geschützt. The first feature with myopic people who cannot see far is resistance. Das erste Merkmal von Leuten mit Kurzsichtigkeit, die nicht weit sehen können, ist der Widerstand. So we're discussing the features of people who cannot see far. Wir besprechen die Merkmale der Leute, die Eigenschaften der Leute, die nicht weit sehen können. So people who cannot see far, they experience the desire to resist to everything that they get from the outside world. Diese Eigenschaft, die ist, dass die Leute einen Widerstand gegen alles von der Welt haben. They try to filter everything that they get. They filter the information and they spend too much energy on it. Die filtrieren alle Informationen, die zu ihnen gehen,
kommen und die verbrauchen sehr viel Energie dabei. So they feel distrust. They don't trust new ideas, and they don't trust the future too much. Die haben Misstrauen gegenüber neuen Ideen, gegenüber der Zukunft. Yeah, and most of myopic people, they have like their own perfect vision inside. Die meisten von Leuten mit Myopie haben eigentlich eine 100%iges Sehvermögen innen drin. And especially what I see on the example of our children, many children with excellent marks wear glasses. Was ich auch am Beispiel unserer Kinder sehe, ist, dass die Kinder, die die besten Noten haben, immer Brille tragen. They want to be the best, and their parents encourage them to be the best, and they're getting very upset when they don't get excellent marks. Die wollen die Besten, beziehungsweise die Eltern wollen, dass die Besten sind, und die verärgern sich immer, wenn die schlechte Noten bekommen. So there are less children who don't get excellent marks who wear glasses, according to my statistics. Laut meiner Statistik, es gibt weniger Kinder, die nicht unbedingt überall die besten Noten bekommen, aber dabei weniger die Brille tragen. And of course, I don't encourage parents not to encourage their children to get excellent marks. This is not about excellent marks or bad marks. This is about how to try to be excellent. Es geht natürlich nicht darum, dass man schlechte oder gute Noten bekommt. Es geht darum einfach, dass man versucht, irgendwie perfekt zu sein, irgendwo. It relates to children. Das hat mit Kindern zu tun. But for adults and for most of myopic people, the main word is resistance. Aber für die Erwachsenen und für die Leute mit Myopie, die meiste Arbeit ist der Widerstand. Yeah, and spending too much energy on filtering new information. Und Verbrauch von zu großer Energie für diesen Widerstand. Please be honest with you. If you have something of this, share it in the chat. Bitte sei ehrlich zu sich selber und schreibe und teile im Chat, wenn du dich hier wiederfindest. Yeah, and I communicate with a lot of myopic people, internationally, worldwide. Ich kommuniziere weltweit mit den Leuten mit Myopie. I had a student who told me after she improved from -4 to -2 the following. Einer meiner Studenten hat sich von -4 auf -2 verschlechtert oder verbessert. When I start seeing things that I hadn't seen before, I didn't like a lot of them. Sie hat gesagt, wenn ich Dinge sehe, die ich nicht vorhergesehen habe, So I'm happy. mag ich diese Dinge nicht. Yeah, so I'm happy with -2. Also ich bin glücklich mit -2. So for me it was shocking because I was thinking that everybody wants to see 100%, but it's not true. Das war ein Schock für mich, weil ich dachte ja, alle möchten 100%ig sehen, aber das ist nicht wirklich Wahrheit. There is another
group of students who cannot see near the small text. Es gibt auch eine andere Gruppe der Studenten, die nicht nah sehen können, den kleinen Text. People who cannot read small text. If you cannot read small text, please share it in the chat. Wenn du den kleinen Text nicht lesen kannst, bitte teile das auch im Chat. So for you, I have also some features, common for most of you. Für dich generell habe ich auch ein paar Eigenschaften. The main psychosomatic feature of them, they think too globally. Erste psychosomatische Eigenschaft ist, dass diese Leute zu global denken. It happens due to their life experience. Das passiert natürlich auf Grundlage der Lebenserfahrung. They have their own features like stubbornness, or they're getting dogmatic a little bit, or conservative. Die haben auch eigene Eigenschaften wie Sturheit, Dogmatismus oder die sind auch konservativ. Those people are getting annoyed with small details. Die ärgern sich wegen kleinen Details. Yeah, and they actually don't want to change. Und eigentlich wollen sie sich nicht ändern. The world is changing, but they are not really enthusiastic to change. Die Welt ändert sich und diese haben aber keinen Enthusiasmus zur They are Änderung. very experienced, and they say something like, "I've seen everything." Die sind sehr erfahren und die sagen haben solche Aussagen, wie ich alles schon gesehen habe. So this is the common feature of people who cannot see near. Das sind die normalen Eigenschaften der Menschen, die If you nicht have nah sehen something können. similar, please share it in the chat. Wenn du sowas in der Richtung hast, dann bitte teile im Chat. And they're very unattentive. Und die haben auch eine niedrige Aufmerksamkeit. Especially, it happens everywhere. We leave some message in the chat, we leave some text about the recording, and everybody is asking the same questions. Das passiert immer. Wir stellen die Fragen, beziehungsweise die Menschen, die stellen die Fragen, die schreiben auch im Chat und wir haben immer wieder dieselben Fragen. Yeah. For example, we are sending some message saying that there will be the recording or about anything, and then just below our message there could be a question: what is going on? When is the class or something like this? So they missed everything, the details. Solche Leute sehen die Details nicht. Wir schreiben den Link mit der Aufzeichnung und sofort nach dieser Nachricht schreiben diese Leute, was ist los, wo sehe ich den Kurs? Okay, the next category of people is presbyopic. Andere Gruppe der Menschen sind diese mit Presbyopie. They actually have some features of nearsighted and farsighted. Die haben auch Merkmale von Fahrweite und Kurzsichtigkeit. But actually presbyopia and cataract happens due to the lifestyle. Aber eigentlich Presbyopie und die Katarakt passiert wegen Lebensstil. Yeah, not enough physical exercise and movement. Nicht genug Sport und Bewegung. Yeah, so it all causes our blood is getting worse. Und unser Blut verschlechtert sich. Yeah, and the lens is getting less flexible, is getting less transparent. Die Linse wird weniger transparent, wird weniger flexibel. So that's presbyopic and cataract. Das sind die Menschen mit Presbyopie oder mit der Katarakt. Please
share in the chat if you have astigmatism. Bitte teile im Chat, schreibe, wenn du Astigmatismus hast. What I can say about astigmatic people? Was kann ich über die Menschen mit Astigmatismus sagen? They have very extreme categorical opinion about things. Die haben eine extreme kategorische Meinung über verschiedene Sachen. They look at the things at their own angle. Die schauen auf die Dinge von einem eigenen Winkel. Yeah. Astigmatism often accompanies myopia. So it always happens with myopia. Astigmatismus passiert immer zusammen mit Myopie. Yeah, but sometimes astigmatism can be very strong. Aber manchmal kann der Astigmatismus auch richtig stark sein. And the last category is glaucoma people. Die letzte Gruppe ist die Menschen mit Glaucoma. Yeah, and glaucoma always means the pressure, high pressure, and the pressure has to do with the control. Das Glaukom hat was mit dem Druck und mit der Kontrolle was zu tun. When people start losing control of their life, or they want to control the life of somebody else, wenn die Menschen die Kontrolle über ihr Leben verlieren oder die wollen eine Kontrolle über andere Menschen haben. That's how it happens. So passiert das. So all those features can not necessarily be related to you, but some of them will definitely will. Nicht alle diese Eigenschaften und Merkmale haben mit dir was zu tun, aber einige davon definitiv. So what methods of working with psychosomatics reasons to improve vision? Welche Methoden gibt es, um die Probleme, die aus Psychosomatik kommen, die wir machen können? The first principle that I recommend you to follow: relax and take it easy. Erster Punkt ist definitiv, was ich dir empfehle, ist, sich zu entspannen und hab's locker. Margaret Thatcher used to say, 90% of all our worries will never be relevant. Margaret Thatcher sagte immer, 90% von unseren allen täglichen Problemen sind eigentlich irrelevant. So all our worries about what is going on, they are just useless. Alle unsere Probleme, was passiert um uns herum sind, oder alle diese Aufregungen sind eigentlich nutzlos. So don't worry, be happy. Also sei einfach glücklich und entspann dich. Yeah. The next tool is affirmations. Der nächste Punkt ist die Affirmationen. We use affirmations when we do palming. Die Affirmation machen wir, wenn wir das Palming machen zum Beispiel. It's very good to combine these techniques together. Es ist gut, wenn wir diese Techniken zusammen machen. What are the examples of affirmations? Die Beispiele der Affirmation ist every second, every minute, every hour, every day, I see better and better. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag sehe ich besser und besser. My health is getting stronger and stronger. Meine Gesundheit wird stärker und stärker. Yeah. This is one of the examples, affirmation that we're using together with the palming. Das ist eins der Beispiele, die wir zusammen mit dem Palming benutzen. So affirmations work if you keep repeating them regularly. Affirmationen helfen, wenn du die konsequent regulär machst. Yeah. The next tool is Autogenic Training. Das nächste ist das Autogene Training üben. Yeah, this is actually very simple technique
allowing you to say some commands to relax different parts of your body. Das ist eigentlich eine sehr einfache Technik, dass du die Befehle sagst, deinen Körperteilen sich zu entspannen. Yeah. So we're also using it together with palming as well. Das machen wir auch zusammen mit dem Palming. And the last thing that we're using is self-regulation. Und das letzte, was wir benutzen, ist Selbstkontrolle, Selbstregulierung. This is actually a deeper tool that is using Qigong, for example. Das ist ein tieferes Werkzeug, wo wir zum Beispiel Qigong benutzen. The energy healing, visualization. Die heilende Energie, die Visualisation. And all these tools, including self-regulation, allow you to protect your mind from having a bad impact on your body and on your vision. Und alle diese Werkzeuge helfen uns, diesen schlechten Effekt auf unser Körper, dem zu widerstehen. So when we remove the causes of eye problems, we remove the fundamental thing. Wenn wir die wenn wir die Ursachen eliminieren, entfernen, dann verbessern wir auch die Augen. And then all the eye exercises, physical exercises and other exercises, they're getting much more effective. Und dann auch alle Übungen, Augenbewegungen, alle Augenübungen werden auch besser und besser, also mehr effektiv. The best way to know your psychosomatic reason is to have a meeting with me, because I'm more experienced and I can say some features that you cannot notice. Der beste Weg natürlich, um deine eigenen psychosomatischen Probleme festzustellen, ist direkt mit mir privat zu sprechen, weil ich aus der Erfahrung dir natürlich besser helfen kann, persönlich. But sometimes, of course, you can do it by yourself. Aber manchmal kannst du auch natürlich auch das Ganze selber machen. So, now we are going to discuss our causes, and then I will answer your questions. Jetzt werden wir besprechen unsere Kurse und dann machen wir die Fragen. So there will be 2-day workshop on December 5 and 6. Es gibt zweitägigen Workshop am 5. und 6. Dezember. Yeah, and during this workshop, we will learn all the tools of the eye diamond systems. Und während des Workshops werden wir alle Werkzeuge lernen für unsere Augen. Including the tools to detect and remove your psychological causes of eye problems. Inklusive auch Werkzeuge und Techniken, Übungen, wo wir unsere psychologischen Probleme feststellen. Qigong for eyes, yoga for eyes. Dann machen wir Qigong für die Augen, Yoga für die Augen. So there will be 2 days of very deep training. Also das sind 2 Tage mit einem sehr tiefen, grundlegenden, intensiven Training. Also, we have the online course. Wir haben auch den Online-Kurs. It's actually 2 classes a week. Es gibt 2 Klassen pro Woche. And it's a good way to prepare for the workshop or to continue practicing after the workshop. Und das ist ein sehr guter Weg, um sich für den Workshop vorzubereiten oder nach dem Workshop weiter zu arbeiten. There will be the same Zoom classes as now, for example. Es gibt dieselben Zoom-Klassen für diese We are all Arbeit, practicing and I watch. wo wir alle zusammen diese Übungen machen. Yeah. And also for the online course, we offer some video lessons already recorded with the tasks. Und auch im Online, wenn man an dem Online-Kurs teilnimmt, gibt es auch Aufzeichnungen mit allen diesen Übungen.
online classes 2 times a week, on Wednesday at 6 o'clock and on Saturday at 10 o'clock. Alle meine Klassen sind zweimal pro Woche. Am Mittwoch einmal um 18 Uhr und am Samstag um 10 Uhr. Yeah, and the recording are provided as well. Die Aufzeichnung wird auch bereitgestellt. And also, if you join our courses, or if you would like to apply for a private meeting with me, some of the funds will be sent to the Fund for Blind Children. Und auch wenn du private Stunden mit mir machst, ein Teil der Gelder kommt auch für Charity Fund für die blinde Kinder. Yeah. So thank you very much, and now I'm at your disposal. You are very welcome to ask me any questions. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt gibt es Zeit du bist herzlich willkommen, die Fragen zu stellen. You can join the workshop or our online course using the link in the chat. Du kannst dich anmelden für den Workshop, wenn du über den Link, den ich hier gelassen habe im Chat. Yeah. So you can also use the promo code that will let you to get the 25% discount for the courses and 10% discount for the session. Du kannst auch den Promo-Code benutzen und da die Rabatte von 25% und 10% dir gönnen. Just click on the link that I've sent you and you will see the buttons on the right, and you can order the private session, or you can order join the workshop, or you can join the online course. Einfach gehe zu diesem Link, klicke auf den Link, den ich im Chat gelassen habe, und da gibt es 3 Knöpfe, einmal für die private Session, einmal für den Workshop und einmal für die Online-Kurse. Yeah. Okay, and if you still have questions and you would like to be in our chat, you can join our WhatsApp group here. Du kannst auch die WhatsApp-Gruppe beitreten und auch weitere Fragen stellen. Yeah, so now I'm going to answer your questions. The first question: how long does it take to get rid of astigmat, autogaism? What is ageism? Just a second. Aging. You mean presbyopia? Uschi. Alterweitkeit. You mean presbyopia? You cannot see near text. You cannot see small text. Du kannst nicht den kleinen Text lesen. It's very simple. Get rid of this problem. Es ist sehr einfach, dieses Problem zu beheben. You can join the workshop, and then you will need to practice for at least from 1 to 3 months, and the problem will be solved. Du sollst dich beim Workshop anmelden, dann machst du die Übungen mit Dauer 1 bis 2 bis 3 Monate und dann ist das Problem gelöst. Let me see other questions. I have over 1 year cornea inflammation. Both eyes have always. Is this useful? What do you use for the night? I don't get. You have cornea inflammation in both eyes, but what do you get? Some special drops, or what? Was nimmst du für die Nacht? Irgendwelche speziellen Tropfen? So could you give me more details, please?
Gib mir bitte mehr Details, bitte. Can you say something about fast eye movement? What do you mean? Like, what does it mean? Hypo, what does it mean? Uncontrolled. You mean it means that some of your eye muscles are overtensed. Das heißt, manche deiner Augenmuskeln sind angespannt. So you need to relax them and it will allow you to control them. Du sollst die Muskeln entspannen und das erlaubt dir, diese zu kontrollieren. What about, Doris is asking, what about less oxygen because wearing of the mask? Our blood gets less oxygen. Mask, you shouldn't wear a mask too long. Could you translate it, please? I don't see the question. I don't know what it's about. What about the less oxygen because of wearing the mask? Our blood gets less oxygen. Was ist über den Sauerstoff? Wir tragen die Maske und unser Blut bekommt weniger Sauerstoff. So you shouldn't wear a mask too long. Too long? Too long, I mean... Too long, okay. Du sollst die Maske natürlich nicht zu lange tragen. You should have some breaks and change the mask, and because... Du sollst natürlich die Pausen haben dazwischen und die Maske wechseln. Yeah, because there are a lot of bacteria. Es gibt viele Bakterien. Not only a lack of oxygen. Es ist nicht nur weniger Sauerstoff. What about macular diseases? That is also a very good question. Was ist über die Makula-Probleme? Das ist eine sehr gute Frage. Do you mean macular degeneration, right? Meinst du die Makula-Degeneration, richtig? Yeah. According to my experience, I don't have a lot of people with macular degeneration. There is some percentage of people, and they have their own special story. It's not. I cannot say that it's common. Ich habe Menschen mit Makuladegeneration, aber nicht so viele. Und jeder von diesen Menschen hat eine eigene Historie, eigene Geschichte. For example, I can tell you about one lady who, according to what we have detected, her problem has to do with the loneliness. She felt very lonely. Zum Beispiel, eine Frau hatte ein Problem wegen Einsamkeit. And she couldn't take it. She couldn't accept it. That's why she didn't want to see it. Und sie konnte das nicht akzeptieren, sie konnte es nicht vertragen und deswegen wollte das sie nicht sehen sozusagen. How many sports we should do with cataract? With cataract, your personal program. I recommend, if you have some blood vessel problems like cataract, macular degeneration, glaucoma, you should really get the private session with me, because it's not common. It's your private way of treatment. Wenn man Katarakt oder Glaukom hat, also die Blutzirkulationsprobleme, da kann man nicht generell pauschal sagen für alle, wie viel Sport. Also am besten, wir sprechen auch privat. Of course, if you join the workshop or online course, it will be very good. But in addition, apart from that, you will need some
program for yourself. Natürlich ist es sehr gut, wenn du dich anschließt an den Workshop oder Online-Kurs, aber am besten, dann hast du deine besondere persönliche Liste. Yeah. So depending on your age, depending on your physical abilities, Also abhängig natürlich von deinem Alter, von physikalischen Körpererscheinungen. yeah. So there are different things you should take and you should bear in mind. Es gibt verschiedene Dinge, die man auch im Kopf nachdenken muss. What you eat, how you sleep, Was du zu dir nimmst, wie du schläfst yeah, and how much you move per day. und wie viel du dich bewegst am Tag. On average, for example, I recommend the training, cardio training, not less than 40 minutes a day. Ich empfehle zum Beispiel Cardio-Training nicht weniger als 40 Minuten pro Tag. If you're using the unit which is called ellipse unit. Wenn du zum Beispiel ein Unit benutzt wie Ellipse Unit, If you, for example, go for a Nordic walk, it could be 1 hour and a half. das nordische Laufen kannst du auch eineinhalb Stunden machen. If you practice Qigong, for example, it could be also half an hour, but there's a special exercise which is called a tree that we're practicing. Wenn du Qigong machst, kannst du auch eine Stunde machen. Aber zum Beispiel, es gibt eine bestimmte Übung, das heißt ein Baum. Yeah. Okay, there are more questions. Let me see. What helps high degree of myopia with a change in retinal stretch? Okay. Was hilft bei Hochgradigkeit mit einer no, you can find this question. It's here in the chart. So the question is about high myopia. Die Frage ist über die hohe Myopie. For example, last week I told you about different cases of our students. Zum Beispiel letzte Woche habe ich euch über die verschiedenen Fälle der Studenten erzählt. And I mentioned that I work with a student with minus 20. Und ich habe auch erwähnt, dass ich mit dem Studenten mit minus 20 gearbeitet habe. Also personally, one by one. Auch persönlich, 1:1. And we improved his vision 2 times. Wir haben zweimal das Sehvermögen von ihm verbessert. He could read from the distance, when he started, he could read at the distance 9 centimeters, and now he can read at the distance of 20 or 25 centimeters. Als wir angefangen haben, konnte er auf einem Abstand 9 Zentimeter lesen. Without Und jetzt glasses. kann er auf 20, 25 Without Zentimeter glasses. lesen. Ohne Brille. And he doesn't wear glasses or lenses. Und er trägt keine Brille, keine Linsen. So we work with high myopia. It needs more time and more private approach. Wir arbeiten mit hohen Myopien, aber wir müssen dann auch privat sprechen. So also private session is recommended if you would like to get some personal program. Privatstunden sind auch empfohlen denjenigen, die auch persönliche Empfehlungen bekommen möchten. Persönliches Programm. Yeah. And the last question is how to remain relaxed in front of computer, longer time working in front of computers. Letzte Frage ist, wie kann ich entspannt bleiben, während ich sehr lange am PC sitze und arbeite? Yeah, it's very simple.
Das ist sehr einfach. Watch the recording of the first day of our online marathon. Schaue dir einfach die erste Aufzeichnung unseres Online-Marathons. Just join our chat and ask for the recording of the online marathon. We will give it to you and you will get some ideas how to train and what you should do. Trete einfach unseren WhatsApp-Chat bei und dann frage nach erster Aufzeichnung, nach erster Aufnahme, ersten Kurs, Online-Kurs, unseren Online-Marathons. Und dann bekommst du die Empfehlungen für die Übungen. Yeah. And also you can apply for online course for a month, and that will be enough for you to get some skills if you don't have any serious eye problems. Du kannst auch einen Monat Mitgliedschaft nutzen, wenn du keine großen Probleme hast. So I'm very sorry but we have to finish for now. Could you translate it, please? Okay, ich muss mich entschuldigen, dass wir jetzt beenden sollen. Yeah, if I didn't have enough time to answer your questions, please redirect it to WhatsApp. Wenn wir nicht alle Fragen beantwortet haben, bitte schreibt die Fragen in WhatsApp Or by email. oder über die E-Mail. So, and I will answer all your questions when I have the opportunity. Und ich beantworte alle Fragen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Yeah, and the recording of this class will be here. Und die Aufzeichnung von dieser Klasse ist unter diesem Link. Yeah, and all our courses and private session you can order also on this page. Und alle Kurse, Online-Workshop und Privatstunden kannst du auch über diesen Link bestellen. So thank you very much and we will see you soon. Vielen lieben Dank und wir sehen uns später, gleich bald. Cheers.